Cyberport präsentiert das HP Elite Dragonfly. Mit dem Elite Dragonfly hat HP ein Business Convertible herausgebracht, das leistungsstark, flexibel nutzbar und sicher sein soll. Was das blaue 2-in-1 Notebook wirklich drauf hat, erfahrt ihr in diesem Testbericht. Die technischen Daten. Das Convertible misst eine Breite von 30,4 cm, eine Tiefe von 19,8 cm und eine Höhe von 1,6 cm. Damit bringt das Gerät knapp 1 Kilogramm auf die Waage. Der Bildschirm ist 13,3 Zoll groß und löst mit 1920 x 1080 Pixeln auf. Unter dem Gehäuse unseres Testgeräts arbeitet ein Intel Core i5 8265U Quad-Core-Prozessor, der im Grundtakt mit 1,6 und im Turbo-Boost mit bis zu 3,9 GHz taktet. Hinzu kommen 8 GB Arbeitsspeicher. Für Daten und Anwendungen steht in unserem Testmodell ein 256 GB großer NVMe SSD-Speicher zur Verfügung. Beginnen wir mit dem Design. Anders als viele Konkurrenzmodelle kommt das Elite Dragonfly in einem schicken, dunklen Mitternachtsblau mit silbernen Akzenten daher. Das Touchpad wurde in einem etwas kräftigeren Blauton gehalten und hebt sich dadurch schön ab. Insgesamt wirken die Verarbeitung und das Design sehr hochwertig. Allerdings ist das Material auch anfällig für Fingerabdrücke. Dank der 2 Scharniere lässt sich der Displaydeckel um bis zu 360 Grad herumklappen, um das Notebook auch im Tablet- oder Standmodus zu verwenden. In der Höhe kommt es gerade mal auf 1,6 cm und mit einem Gewicht von 990 Gramm ist es unglaublich leicht und transportabel. Wir sind begeistert und geben den Daumen nach oben. Der 13,3 Zoll große IPS-Touchscreen unseres Testgeräts löst mit 1920 x 1080 Pixeln in Full HD auf. Die Pixeldichte beträgt also 166 ppi. Bilder und Texte werden somit schön scharf dargestellt. Beim aktuellen Preis von über 2000 € hätten wir uns allerdings ein schärferes Display erhofft. Farb- und Kontrastwerte sind hier mit knapp 99% sRGB-Abdeckung dafür auf einem sehr guten Niveau. Die maximale Helligkeit beträgt knapp 420 Candela pro Quadratmeter, womit das Display auch in hellerer Umgebung, zum Beispiel im Zug, gut genutzt werden kann. Der Hersteller liefert hier zudem den HP Active Pen G3 mit, wodurch auch präzise Stifteingaben sowie schnelle Notizen und Zeichnungen möglich sind. Zusammenfassend vergeben wir hierfür ein sehr gut. Kommen wir zur Performance. In unserem Testgerät arbeitet der Vierkerner Intel Core i5 8265U. Unterstützt wird dieser von einem 8 GB großen DDR3-Arbeitsspeicher, der nicht erweiterbar ist. Mit dieser Ausstattung ist das Convertible für Surfen, Multimedia und Office-Betrieb bestens geeignet. Jedoch ist die Hardware auch schon eine Generation alt. Bei Multitasking kann es schnell passieren, dass das Notebook an seine Grenzen stößt. Wer hier für seinen Zweck mehr Leistung benötigt, kann auch zu der Dragonfly-Variante mit einem stärkeren Prozessor und mehr Arbeitsspeicher greifen. Durch die verbaute NVMe SSD startet und arbeitet das Betriebssystem Windows 10 Pro jedoch unglaublich flüssig und schnell. Das kompakte Design macht es natürlich viel schwerer, die Hardware gut gekühlt zu verbauen, weswegen diese Modelle etwas mehr kosten. Trotzdem, für die Hardware für diesen Preis gibt's von uns leider nur ein befriedigend. Kommen wir zu den Emissionen. Im Idle sind die Lüfter lautlos. Unter Last drehen sie zwar hoch, sind von der Lautstärke her jedoch immer noch recht angenehm. Auch die Temperaturen halten sich unter der 45 Grad Marke. Sehr gut. Kommen wir zur restlichen Ausstattung. Die Tastatur und das Touchpad sind für das kleine Gehäuse großzügig bemessen und das, obwohl links und rechts von der Tastatur noch die Bang & Olufsen Lautsprecher integriert sind. Die Rubberdome-Tastatur hat für das kompakte Gehäuse einen relativ hohen Tastenhub und einen schön festen Druckpunkt. Dadurch ergibt sich ein sehr angenehmes Tippgefühl. Zudem verfügt die Tastatur über eine zweistufige Hintergrundbeleuchtung. Das Touchpad reagiert schnell auf Eingaben und lässt sich ebenfalls gut bedienen. Der Fingerabdruckscanner rechts unter der Tastatur macht seine Arbeit auch gut und bietet eine schnelle und sichere Entsperrmöglichkeit. Insgesamt ein sehr gutes Ergebnis. Beim Thema Anschlüsse stehen uns ein USB 3.1 Typ A, 2 USB 3.1 Typ C Anschlüsse, eine Audiobuchse und ein HDMI-Port zur Verfügung. Für die 4G LTE-Variante ist auch der Nano-SIM-Slot nutzbar. Digital könnt ihr euch via Bluetooth 5.0 und WLAN AX verbinden. Für ein Convertible vermissen wir bis auf einen SD- bzw. Micro-SD-Kartenleser kaum etwas. Sehr gut gemacht!
Der verbaute Akku hält bei mittlerer Helligkeit und einem Mix aus Surfen und Videostreaming ganze 16 Stunden durch, was ein unglaublich guter Wert ist. Durch das Schnellladenetzteil ist das Notebook in einer Stunde zu etwa 85% wieder aufgeladen. Absolut spitze! Unser Fazit: Unser Testmodell des HP Elite Dragonfly 13 ist zwar nicht das leistungsstärkste Notebook, für den durchschnittlichen Business-Einsatz sollte es aber absolut ausreichen. Für ein Convertible bietet es zudem ein sehr schlankes und leichtes Design, gute Anschlussmöglichkeiten und einen extrem lang anhaltenden Akku. Dennoch hätten wir uns bei diesem Preis auch ein 4K-Display und neuere sowie leistungsstärkere Hardware gewünscht. Wir vergeben insgesamt 4 von 5 Cyberstars.